Hallo, ich bin Nico, bin 44 Jahre alt, arbeite seit ca. 10 Jahren als Immobilienmakler, in den letzten 2 Jahren oder seit ca. 2 Jahren jetzt bei Black Label Immobilien bei Achim Amann und Andreas Müller. Wir befinden uns jetzt gerade in Friedrichshain, wir sind hier gerade in einer Wohnung von einem befreundeten Architekten, mit dem ich seit mehreren Jahren zusammenarbeite. Ich bin der Exklusivmakler von Herrn Burkheim. Wir befinden uns hier gerade in einer Wohnung, die wir im März diesen Jahres wahrscheinlich fertigstellen werden. Das ist hier eine Wohnung mit 205 Quadratmetern in der Bossestraße im sogenannten Rudolf-Kiez. Und ich bin in Lichtenberg geboren und dann in Friedrichshain aufgewachsen. Am Bersarinplatz oben an der Straßmannstraße habe ich jahrelang gewohnt. Dahingehend kenne ich Friedrichshain auch sehr, sehr gut. In den letzten Jahren hat sich Friedrichshain wahnsinnig entwickelt, für Berliner wie mich. Immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu sehen, weil ich einfach finde, dass die Gentrifizierung natürlich Vor- und Nachteile hat. In Friedrichshain haben wir immer noch den Riesenvorteil, gerade hier in der Gegend. Es ist halt so, dass wir noch viele Altberliner haben. Es hat sich in den letzten Jahren natürlich hier auch entwickelt, aber die ersten Regionen von Friedrichshain, wo Leute halt zugezogen sind, war halt direkt am Simon-Dach-Kiez, die Ecke vorne, also alles am Boxhagener Platz oder als Berliner genannt Boxy. Dann haben wir auf der anderen Seite gegenüber ist der sogenannte Samariter-Kiez mit der Benchstraße, für mich wie gesagt immer noch die schönste Straße von Friedrichshain. Das hier, der Rudolf-Kiez, ist halt klassisch und immer noch so ein bisschen dieses Arbeiterviertel eigentlich, weil direkt gegenüber, dort wo jetzt The Wave gebaut wurde, das Neubauprojekt und Coca-Cola ist und Universal ist, das war ja alles früher Industriegebiet, das war ja NABA oder die Lampenherstellung damals zu DDR-Zeiten und dadurch, dass der ganze diese Mercedes-Benz-Arena vorne, wo die das alles neu gebaut haben, dadurch hat sich das zieht sich natürlich immer weiter hier rüber und es hat sich dadurch natürlich hier auch wahnsinnig entwickelt. Wir haben gegenüber jetzt hier einen Neubau, der auch, glaube ich, dieses Jahr jetzt fertiggestellt werden sollte. Da haben wir Quadratmeterpreise aufgerufen von knapp 8.000 Euro den Quadratmeter. Die sind alle verkauft worden, alles Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen. In erster Linie verkauft worden an junge Leute. Und es wird hier hinten direkt an der Kühnerstraße wird gerade ein Bürokomplex gebaut mit 500 Startup-Büros. Und ich glaube, dass tatsächlich viele dieser Firmen dort auch Wohnungen gekauft haben, um ihre Mitarbeiter unterzubringen. Ansonsten haben wir hier in der Ecke natürlich einen Riesenvorteil. Es wird die Autobahn vorne gebaut mit direkter Anbindung zum BER. Wir haben die Insel Stralau um die Ecke, also die Wasserlage ist natürlich einfach hier gegeben und das sind 5 Minuten auf Stralau. Warum mache ich Friedrichshain gerne? Ich finde, die Mischung macht es halt einfach. Ne? Im Prenzlauer Berg haben wir tatsächlich ein sehr bestimmtes Klientel, was dort kauft. Das haben wir hier in Friedrichshain nicht unbedingt. Also hier haben wir tatsächlich viele Familien, in erster Linie natürlich wie überall junge Leute. Aber hier haben wir tatsächlich viele Musiker, viele DJs, begründet dadurch, dass wir die ganze Clubkultur hier in Friedrichshain haben. Also wir haben das Berghain um die Ecke, ob die Clubs jetzt alle überleben, das weiß ich natürlich nicht, aber wir haben die Wilde Renate, ehemals die Bar 25, das ehemalige Ostgut, da wo jetzt die Mercedes-Benz Arena ist. Wir haben die Maria am Hauptbahnhof. Also es ist eine wahnsinnige Clubkultur hier und dadurch wohnen halt auch viele DJs hier einfach, viele Musiker, Künstler. Und das ist tatsächlich auch das Klientel, was hier kauft. Es haben vor Jahren natürlich sehr viele Ausländer, viele Franzosen, Italiener, Spanier hier gekauft. Das ist natürlich jetzt, seit Corona, haben wir das eher nicht so. Wer kauft solch eine Penthouse-Wohnung hier? Das ist vielleicht ganz interessant mal zu fragen. Also in erster Linie sind das wirklich sehr, sehr junge Leute. Jung im Sinne von, ich sage jetzt mal 30 bis 40, Mitte 40. Es sind in erster Linie auch Musiker ganz viel. In dem Fall Startup-Leute, die Startups gegründet haben. Und das ist ja die Branche, die einfach auch aktuell boomt. Und entweder haben die ihre Firma verkauft oder die Firma läuft gut und kaufen sich dann halt ein Stück Berlin, dass man sich halt so ein Penthouse hier kauft. Diese Penthäuser hier sind insgesamt 4 Stück. Wir haben die im letzten Jahr alle 4 verkauft. Quadratmeterpreis lag ungefähr bei 7.500 den Quadratmeter. Wobei ich finde, dass wir wahrscheinlich in der jetzigen Zeit wahrscheinlich sogar 8.000 kriegen würden. Einfach weil die Ausstattung hier sehr, sehr individuell und speziell ist. Also wir haben zum Beispiel auf der Seite hier drüben, sehen wir auch hier, dass wir überall Alufenster verbaut haben. Wir haben eine Deckenhöhe von ca. 3,50 Meter, 3,60 Wir haben Aufdachterrassen mit ca. 50 Quadratmeter bei allen 4 Wohnungen. Ja, und es wird eben halt mit sehr viel Beton und Holz gearbeitet und ich bin da ein sehr großer Fan von, weil die Ausstattung eben halt mal ganz anders ist wie das, was man klassisch kennt. Ja,